Hallo Freunde und einen schönen guten Morgen. Jedenfalls ist es bei uns noch früh am Morgen. Rita ist gerade erst aufgestanden und macht sich unten gerade ihr Frühstück. Ich bin, wie könnte es anders sein, schon bei der Arbeit. Wir sind jetzt wieder 2 Tage hier, haben heute in der Nacht hier geschlafen, also natürlich hier in der Lego-Stadt, wo sonst. Und ich habe mir gestern bei der Autofahrt eigentlich gedacht, dass ich dieses Mal den Wohnbereich dort hinten angehen werde, weil das ein Bereich ist, den wir schon längere Zeit nicht mehr überarbeitet haben und wo viele Dinge ja passiert sind, mit denen wir heute nicht mehr ganz so einverstanden sind, sagen wir mal so. Also wir hatten natürlich damals noch viel einfachere Teile und so weiter. Jetzt könnten wir da viel einen schöneren Wohnbereich gestalten. Dann bin ich gestern so in unsere Lego-Stadt hereingekommen. Übrigens, es gibt jede Menge Updates. Rita, wenn sie dann da ist, wird auf jeden Fall auch euch demnächst dann nochmal was zeigen dazu. Und ich bin hier reingegangen, habe hier meine Runde gedreht und dann hat mich etwas gestört, und zwar dieser Berg hier, dieser Klops, der für viel Furore gesorgt hat in letzter Zeit. Wir haben viele Zuschriften bekommen, deswegen viele Leute haben gesagt, ja, was macht ihr da und was ist das für eine Idee, wie soll der werden, wenn er fertig ist. Und die Stadt ist ja jetzt so mehr oder weniger mal, also bei weitem nicht fertig natürlich, aber wenn man so den Blick schweifen lässt, ist es so, dass ja schon viel gebaut wurde und viele Sachen eigentlich auch schon ganz cool aussehen, mit Ausnahme von diesem Berg hier, weil der ja wirklich eine Geschichte ist, die nicht besonders ästhetisch ausgesehen hat, hier mit den Flugzeugen. Ihr habt uns ja auch so viele Kommentare geschrieben, ich glaube, wir werden ihn benennen und taufen, wenn er dann fertig ist. Es wird auf jeden Fall irgendwas mit Flugzeug werden. Ihr habt uns so coole Vorschläge ja geschrieben, Airplane Mountain und Mount Helicopter und so weiter. Und mich hat das irgendwie ein bisschen gestört, dass hier alles so offen ist und dass hier schon längere Zeit kein Baufortschritt mehr vonstatten gegangen ist. Ist allen voran auch daran gelegen, dass wir keine ordentlichen Teile mehr dafür hatten. Wir haben da jetzt trotzdem relativ viele dieser Burbs und Lurbs verwendet. Diese Felsmauer habt ihr das letzte Mal ja schon gesehen, damit man ein bisschen Fortschritt machen kann und weil das ja auch eine immense Höhe ist hier, damit das ein bisschen Stabilität bekommt, das Ganze. Ich habe, wie ihr jetzt gesehen habt, gestern Abend und dann auch ein wenig in der Nacht hier mal zu arbeiten angefangen. Das liegt einfach daran, dass man hier super hinkommt, weil das ja sehr nahe an der Tischkante ist und weil wir jetzt auch wieder Teile haben und weil ich Lust drauf hatte, hier weiterzubauen. Hier seht ihr mal jetzt den ersten Entwurf, wie das jetzt so aussehen könnte. Ich habe zuerst da habe ich leider nicht gefilmt, weil die Kamera dann unten war, wo Rita schon geschlafen hat. Und die wollte ich nicht stören. Zuerst ist der Berg hier ziemlich abrupt hinuntergegangen, so ähnlich wie hier an dieser Seite hier. Und ich habe mir dann gedacht, ja, aber da kann man ja dann gar keine Wanderwege einbauen, gar keine Bäume pflanzen und so weiter, weil das viel zu eng ist. Und dann habe ich das so gemacht, dass das jetzt ein bisschen ein stufenartiger Anstieg ist. Kann einem gefallen, kann einem natürlich auch nicht gefallen, das seid ihr gefragt. Was hier auf jeden Fall noch kommen wird, ist, dass hier bei den ganz flachen Ebenen auf jeden Fall noch ein bisschen ein Anstieg dazu gebaut wird, dass das noch ein bisschen natürlicher aussieht. Auf der anderen Seite haben wir jetzt viel Platz, um hier Bäume, Tiere, Wanderer und so weiter hinzustellen. Was ich auch gemacht habe, das sieht man jetzt auf den ersten Blick gar nicht, vielleicht nur ein paar kleine Reminiszenzen, ist, der Berg war leider nicht einwandfrei gebaut oder die Felswand das letzte Mal. Ich hatte eine ziemliche Spannung drauf und wusste nicht, woher die kommt. Ich habe jetzt Teile wieder abgebaut. Man sieht da noch diverse Löcher, das muss ich noch schließen und an diversen Stellen ist er auch nicht ordentlich beisammen. Das werde ich auch heute noch hinbekommen. Da muss mir aber fast jemand helfen, weil man kann nicht von innen drücken und ziehen und gleichzeitig von außen dagegenhalten, dass nichts auseinanderfliegt. Also da bin ich dann auf die Arbeit und Assistenz von Rita angewiesen. Jetzt ist das aber, glaube ich, beseitigt und ich weiß nicht, was da los war. Der hat sich irgendwie so nach innen gebogen, der Berg, und er war an manchen Stellen nicht einwandfrei beisammen und auch teilweise um eine Noppe verschoben zusammengedrückt und das ist natürlich gar nicht gut. Ihr seht auf jeden Fall jetzt mal hier
dass ich einen Teil dieser Plattformen mit den Flugzeugen und Helikoptern wieder abbauen musste. Ist vor allem daran gelegen, weil ich ja hier, wenn ich in der Montageluke bin, hier überhaupt nicht mehr hinkomme. Und ich musste da ein bisschen herumjonglieren mit den Teilen, damit ich das machen kann, weil das sonst zu weit von der Tischkante weg ist. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt diese Felswand, diesen Berg schon relativ weit gebaut. Rita hat mir dann auch noch ein bisschen geholfen, bevor sie ins Bett gegangen ist. Und hier haben wir jetzt mal pro forma so eine Öffnung reingemacht. Der Berg soll ja verschiedene Geheimnisse beinhalten. Hier habe ich mir gedacht, kommt vielleicht irgendeine Art Mine hinein. Wir haben zwar hinten unsere Goldmine, wenn ihr sie sehen könnt, wo das Winterdorf beginnt, hier. Die wird auch demnächst nochmal ausgebaut, aber auch hier wollen wir noch irgendwas reinmachen und auch auf der Hinterseite, ich klettere dann gleich in die Montageluke. Da wird es dann noch was geben. Soweit bin ich jetzt gekommen mit unseren Burps und Lurps. Die sind leider schon wieder aus. Hoffentlich gibt es die demnächst mal wieder wo. Auch in Bezug auf wie weit und wie hoch der Berg dann werden soll. Ihr habt uns ja geschrieben in den Kommentaren, es wäre cool, wenn der Berg dann hier so weitergehen würde bis zur Brücke und dann noch über die Brücke drüber, mehr oder weniger wo die Tischplatte noch zugegen ist, dass wir hier dann noch einen Tunnel machen, einen kleinen, wo der Zug durchfahren muss und da hinten dann in Richtung Riesenrad und Karussell, dass sich der Berg dann immer weiter abflacht. Ich werde jetzt mal in die Montageluke hinein kraxeln und melde mich dann von dort nochmal. Ja, so sieht das jetzt von innen aus, meine Lieben. Ein Riesenchaos hier mit den ganzen Sackerln und Kisten und Teilen und ja, das ist halt der Baualltag hier. Hier seht ihr auf jeden Fall diese Einfahrt nochmal von dieser Seite. Es wird einerseits, wenn alles zu ist, um einiges dunkler drinnen. Ich bin am Überlegen, ob ich diese Stütze in Gelb nicht durch eine schwarze oder dunkelgraue austausche. Wir haben ja jetzt zum Glück jede Menge Steine bekommen. Wobei die ganz schön weitergehen. Dieses Sackerl war voll und ein Teil, was ich jetzt dann bald vermissen werde, welches sich als super herausgestellt hat für den Bau dieses Bergs, sind diese, wie Rita sagt, S- oder Z-Steine. Also wenn ihr Erhöhungen machen wollt, dann schaut, ob ihr euch die auf Bricklink besorgen könnt. Die haben, glaube ich, weniger als 1 Cent gekostet. Und wenn man die zusammensteckt, dann kann man damit wirklich, wo habe ich das gemacht, eine schöne Erhöhung machen. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, die sind einen Brick und eine Plate hoch. Also man muss immer, wenn man sie mit normalen Bricks kombiniert, schauen, dass man mit der Höhe zusammenkommt. Aber auch hier seht ihr, die passen super zusammen, die kann man auch super verbinden und das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Wir haben auch schon jede Menge dieser höheren Slopes verbaut. Die sind alle 2 oder 3 hoch. Auch das war voll. Auch der Vorrat an grünen Platten geht langsam zur Neige und wie gesagt, wir haben hier auch die Erhöhungen zum Teil runternehmen müssen, einfach aus dem Grund, weil wir sonst hier überhaupt nicht mehr hingekommen wären. Es war das Problem letztes Mal, dass diese Burbs hier auf den Bodenplatten nicht ganz gut verankert waren. Also die waren zwar schon niedergedrückt, aber nicht an allen Stellen gleichmäßig. Und jetzt musste ich da auch nochmal rein und nochmal mit aller Gewalt, mir haben schon die Finger wehgetan, hier rein und ja, jetzt ist aber alles fix. Ihr seht auch schon diverse, ja, eher experimentelle Erhöhungen. Wir haben ja damals bei diesem Haul auch jede Menge Steine bestellt, die ja sonst niemand offenbar gekauft hat. Die haben teilweise einen halben Cent gekostet, diese Arches. Sind jetzt auch nicht super praktisch in Bezug auf das Erhöhen, aber man kann so schnell mal, keine Ahnung, 7, 8 oder auch 9, 10 Bricks in die Höhe bauen und wie gesagt, die Helikopter machen sich auch ganz gut, sind sehr stabil. Diese großen Flugzeugrümpfe haben sich eher, ich würde nicht sagen als Flop herausgestellt, aber die sind nicht ganz so stabil, die wackeln immer ein bisschen und fallen leichter um. Also die muss man schon gut verankern, damit sie nicht umfallen. Die Helikopter im Gegensatz dazu sind dafür sehr, sehr stabil. So, ich drehe euch jetzt mal um. Hoppla, was ist jetzt? Aha. Gut, Moment mal, ich komme gleich wieder. So, der Gimbal hat heute ein wenig ein Eigenleben, hat sich auf einmal um 180 Grad gedreht und ich wusste nicht warum. So sieht das jetzt aus. Wir haben ja hier, das was jetzt nicht da ist, eine noch höhere Erhöhung gehabt. Ich bin am Überlegen, ob ich die nicht ein bisschen niedriger mache. Hier kommt ja das Schloss Löwenstein hin und ich habe mir gedacht, dass das cool aussehen würde, wenn hier das Schloss ist und hier dann noch so ein bisschen eine Erhöhung und dann hier ziemlich
felsig und fast vertikal hinunter. Ich bin am Überlegen, wie ich das dann machen werde, aber da habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich möchte zuerst die Wand an der Rückseite machen, dass das mal von dort aus schön aussieht. Was wir sonst noch vorhaben, ist, ich werde jetzt dann mal eine Baseplate hernehmen in grün. Ich glaube, wir haben sogar noch eine. Und da 4 Noppen herausschneiden mit der sagenumwobenen Bodenplatten-Zerschneidetechnik, die ich mir angeeignet habe, damit wir hier die Tischplatte verstecken können, ebenso hier und auch hier. Das werde ich machen und dann wird hier mit diesen dunkelgrauen Bricks, je nachdem wie weit wir damit kommen werden, wird hier eine Felswand herunterkommen. Es sieht dann so ein bisschen aus, als würde der Berg hier auseinandergeschnitten werden. Und dann habe ich vor, hier in der Mitte noch ein Loch zu lassen, wo dann noch eine verlassene Goldmine oder sowas, irgendwas oder ein Geheimversteck unserer Superhelden drinnen ist. Mal sehen, was wir da machen werden, aber das wird hier wahrscheinlich gemacht. Und das geht dann hier auch um die Kurve in diese Richtung. Das denke ich mal, dass das ganz cool aussehen könnte und dass man hier so eine kleine Nische oder vielleicht sogar mehrere kleine Nischen hier machen kann, je nachdem auch, was wir mit dieser Öffnung hier, mit dieser Tür oder mit diesem Tor hier machen werden. Selbiges, ich weiß noch nicht genau, wie wir das auf dieser Seite hier machen. Das ist ja sehr hoch und hier ist relativ nahe am Berg dann der Wald meiner Mutter. Der wird nicht ganz weichen auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall hier bleiben. Ich habe mir gedacht, dass wir hier, weil ja auch das Schloss Löwenstein auf der einen Seite so einen kleinen Bach hat, dass wir den Bach hier auslaufen lassen, dass wir das Schloss so drehen, dass dieser Bach hier mehr oder weniger sein Ende findet und dass hier dann ein Wasserfall hinuntergeht. Den werde ich Rita bauen lassen. Und dass das Wasser dann mehr oder weniger hier dann so in diesen Bach hinein mündet. Das Einzige ist, wir haben ja hier auch noch eine Quelle, wo auch Wasser herauskommt. Also ich muss mir das irgendwie überlegen, wohin dann das Wasser fließen wird. Sieht alles sehr toll aus und ich möchte eigentlich nicht alles zerstören. Auf der anderen Seite würde es natürlich schon Sinn machen, wenn wir sagen, wir lassen den Berg hier noch ein bisschen nicht gleich an Höhe verlieren, sondern noch ein bisschen höher weiter ja, damit das ein bisschen schöner aussieht und nicht so, wie wenn der Berg hier so hingeklatscht wird. Auf der anderen Seite, ihr seht hier, das ist sehr detailverliebte Kleinarbeit hier mit dem Wald. Ich möchte das eigentlich nicht alles wegreißen müssen. Wir haben eh schon um einiges weggerissen. Diese Felsformation ging ja vorher ungefähr bis hier. Wir werden uns das noch ansehen. Jetzt ist sowieso mal als erstes an der Tagesordnung, hier die Außenfront zu verkleiden, weil die ja mal das Wichtigste ist, dass wenn man um die Stadt rundum geht, dass alles schön aussieht und die Detailarbeit. Wie gesagt, es kommen ja auch noch viele Sachen hier auf diese Felswand drauf. Pflanzen, Bäume, Tiere, vielleicht Figuren. Ja, das wird alles schön gemacht in nächster Zeit. Ich wollte euch nur mal ein kleines Update geben, wie es hier so aussieht und wo wir hier jetzt gerade so sind. Verzeihung. Ich werde jetzt mal schauen, wo Rita ist und dann melde ich mich wieder, wenn es ein Update gibt oder wenn sie ein Update hat. Ich glaube, sie hat irgendwo wieder beim Vergnügungspark weitergebaut. Schauen wir mal, was sie da wieder was sie da wieder vorhat. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und baut was Schönes. Schreibt uns gerne in die Kommentare, woran ihr momentan so am Bauen seid. Und dann ja, sehen wir uns, wenn ihr mögt, gerne mal wieder. Vielleicht hier beim Berg. Schreibt uns gerne eure Vorschläge hier in die Kommentare oder auch, was auch immer ihr sonst so macht. Und dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit und tschüssi!